psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. In wenig mehr als einem Jahrhundert hat es die Psychiatrie fertiggebracht, die Gesellschaft weltweit zu unterwandern. Das geschah nicht zufällig. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The two easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. G. Brock Chisholm, Kollege von Rees und Mitbegründer der World Federation of Mental Health, erweiterte später die Pläne der Psychiatrie. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas. Sie wollten ihren strategischen Plan verwirklichen. Also überzeugten amerikanische Psychiater den US-Kongress kurzerhand davon, dass Geisteskrankheit eine nationale Bedrohung darstelle, der ausschließlich mit der Psychiatrie begegnet werden könne, unter der Voraussetzung, dass sie wesentlich mehr Gelder bekomme. Die US-Regierung begann Unsummen für psychiatrische Forschung auszugeben. 1946 war es $1 Million, mittlerweile sind es 1,4 Milliarden Dollar pro Jahr. Eine Steigerung von mehr als 139.000%. Der psychiatrische Einfluss wurde in ganz Amerika immer spürbarer und verbreitete sich gleichzeitig auf der ganzen Welt. Hinter jeder großen Weltkrise ist heute die Handschrift der Psychiatrie zu finden. Ein Beispiel: der serbische Psychiater Jovan Raskovic forderte die ethnische Säuberung von allen Gebieten, in denen Kroaten und Muslime lebten, weil er von deren ethnischen Minderwertigkeit überzeugt war. Resultat: das Bosnien der 90er Jahre. Der Psychiater Radovan Karadzic, Kollege von Raskovic, und der damalige Premierminister Slobodan Milosevic errichteten Konzentrationslager auf dem Balkan, in denen zahllose unschuldige Menschen gefoltert, vergewaltigt oder ermordet wurden. Ein Militärpsychiater erklärte, wie es ablief. C'est très difficile tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminer. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Mit dem Einsatz der 100 Jahre alten Konditionierungsmethode von Pavlov in Verbindung mit modernen Techniken der Gedankenkontrolle können Psychiater und Psychologen den Durchschnittsbürger und sogar Kinder in Massenmörder verwandeln. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. So macht man Terroristen. Osama bin Laden wurde als treibende Kraft hinter den Terroranschlägen des 11. September 2001 identifiziert. Der führende Kopf und Befehlshaber der Al-Qaida ist allerdings Ayman al-Zawahiri. Er studierte Psychologie und Pharmakologie an der Universität Kairo und ist der Autor des Al-Qaida-Trainingshandbuches über die Anwendung von zwangspsychiatrischen Methoden. Die Bombenanschläge von Madrid wurden von Abu Hafiza organisiert, einem weiteren Al-Qaida-Funktionär, der mit eben diesen Handbuchtechniken zur Manipulation des menschlichen Verhaltens arbeitet. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking,
and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Und diese Agenda wird gegenwärtig überall auf der Welt mit Kampagnen für sogenannte Reihenuntersuchungen auf psychische Gesundheit umgesetzt, die in der amerikanischen Öffentlichkeit mit so harmlos klingenden Namen wie Teen Screen beworben werden. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. Der Mann hinter dem Teen Screen Programm ist der Psychiater David Schaffer, Berater des US-Verteidigungsministeriums. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Der strategische Plan der Psychiatrie, die Unterwanderung sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche, wird zur Realität. Nicht Geisteskrankheiten sind epidemisch auf dem Vormarsch, sehr wohl aber die Psychiatrie. Man kann und muss etwas dagegen unternehmen.